Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wie ihr es wahrscheinlich gestern schon gesehen haben solltet, die News sind da. Und da kam auch gleich die News zum Black Friday Event, ne, wie wir es schon vorhergesagt haben, bis zu 33% mehr Pilze fürs Geld. Ja, das ist eine sehr nice Angelegenheit. Davon wussten wir schon seit über einem Monat Bescheid. Ja, hier hatte ich am 22.10. zu ein Video gemacht, dass ein großes Pilzangebot zum Black Friday erscheint. Also auch da natürlich in Zukunft an euch, wer noch nicht Abonnent sein sollte, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da ein Abo dalasst, ein kostenloses, um keine Informationen zu verpassen. Ne? Die hauen wir immer so früh wie möglich raus. Wie gesagt, vor einem Monat wussten wir davon schon Bescheid und man konnte sich schon rechtzeitig darauf einstellen. Gestern wurde das dann Ganze offiziell veröffentlicht, ne? Und deswegen auf jeden Fall immer sehr lohnenswert, so frühestmöglich up-to-date zu sein. Gut, ansonsten gibt es ein paar Events halt. Black Friday gibt schwarze Steine. Ne, das ist jetzt für etwas ältere Server, wo jetzt die Legendary Gems reinknallen, jetzt nicht mehr so relevant, sag ich mal. Ne, auf dem Speed-Server gibt es ein paar extra Events so, ne, und auf allen anderen Servern gibt es hier Epic-Event, hier ein Pet-Event und den auralen Großputz gibt es hier, ne? Und halt, wie gesagt, die schwarzen und legendären Edelsteine aus der Mine. Ne? Das auf jeden Fall zu den Informationen zum Wochenende. Ja, kommen wir nun zu W50. Hier hat sich gestern, oder besser gesagt heute Nacht, ein Kampf zugetragen, und zwar mit Dead Valley. Ja, wir haben wieder gegen diese Gilde gekämpft und heute, ihr habt es schon gesehen, ne, schon gespoilert worden, diesmal haben wir gewonnen. Ja, das ist natürlich sehr nice und gestern wurde mir auch sehr oft geschrieben, ja, die Leute, die zwar sich, die sich nicht gemeldet haben, dass die quasi nicht beim Kampf mit dabei sind, das stimmt natürlich so nicht. Klar, da wird natürlich dann eben Leben abgezogen von denen, nur sind die halt eben nicht komplett mit am Start. So oder so ist es halt eben ein Nachteil für die eine Gilde, ne, wenn sich nicht alle melden so. Aber natürlich, klar, die sind natürlich nicht komplett raus so. Ne? Das sollte auf jeden Fall nicht zur Verwechslung gestern geführt haben, ja. Und auf jeden Fall hat es heute besser geklappt. Jetzt sind auch 49 gegen 49 hier. Ne? Und wir skippen mal so ein bisschen durch. Es wurde zum Ende, ich habe mir den Kampf schon angeschaut, bisschen knapp, aber wir haben auf jeden Fall eine solide Führung, sag ich mal, hingelegt. So, ne? Also es war halt trotzdem noch knapp, aber war halt in Ordnung so, ne? So, das Paulchen, das war hier am Start, der Yuka, Shiro. So, da kommt meine Wenigkeit, müsste gleich kommen, der Shiro räumt auf hier. Ja, da bin ich am Stissel, ne? Und dann gucken wir uns mal an, was ich hier so gerissen habe gegen die Gilde hier. Ne? Wir hatten vorher den Gier rausgehauen mit einem Crit. Jetzt haben wir hier einen Berserker vor uns hier, ja. Der haut ein paar ordentlich saftige Kombinationen raus. Trotzdem schafft er es nicht, mich zur Strecke zu bringen. Und jetzt gegen einen Assassin am Start hier. Und wir bekommen dort leider kein Crit raus, weil er ausweicht. Ja, das war mein Auftritt. Ich glaube, der Mo, der hatte ordentlich rasiert. Wir gucken uns das mal an hier bei ihm. Ich glaube, ich habe mir den Try von ihm nicht ganz genau angeschaut. Ich habe nur gesehen, der hat irgendwie 2 oder 3 Leute rausgenommen. Ja, einer war ja schon fast One-Hit, jetzt kommt der zweite hier. Und das ist jetzt, glaube ich, der dritte. Ne? Mal schauen. Ja, er hat auf jeden Fall eine sehr solide Arbeit geleistet hier bei uns in der Gilde und haut den nächsten hier auch ordentlich runter. Ja, also gut reingecarried auf jeden Fall bei diesem Gildenkampf. Ziemlich gute Leistung, ne? Auch wenn man selbst dafür nichts kann, ist halt eigentlich nur Glück so, ne? Aber trotzdem sehr gute Leistung erbracht, ja. So, es ist halt einfach komplett random, hat halt null mit Skill zu tun, ist halt einfach Luck-based so. Aber jeder trägt hier natürlich seinen Teil dazu bei. Ne? Ich muss sagen, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich verfolge diesen Kampf zwischen den beiden Gilden, also unserer Guild und Dead Valley, momentan wirklich sehr, sehr gerne, weil es halt echt ein wirklich knappes Ding immer so ist. Ne? Eigentlich sind wir stärker, wenn wir eine volle Meldequote haben, so.
Das ist halt eben immer nur so die Sache, ne? Aber ihr seht, der letzte ist bei Dead Valley schon am Start und wir haben immer noch 2 mit Full Life, einmal den Matze und den Bane. Ne? Das ist natürlich ja, schon ein harter Vorteil. Es kann auch sein, dass wir natürlich hier und da ein bisschen reingelackt haben. Ne? Das zählt natürlich auch immer mit so dazu. Ne? Welche Gilde hatte nachher am Ende des Tages mehr Glück und so. Ne? Vor allen Dingen, weil halt ja auch, ich glaube, auf beiden Seiten relativ viele Berserker da sind. So, ne? Das kann natürlich dann immer nach hinten losgehen, kann aber auch ordentlich carryen. Aber vor allen Dingen so den Kampf halt zwischen ja, der Holzfällerhütte und Dead Valley hier. Der Paul hat es auch hier geschrieben gehabt nochmal in der Post. Ne? Also das ist bei uns in der Gilde auch echt ein Ding, sag ich mal so. Ist interessant auf jeden Fall zu beobachten. Wir sind immer noch auf Platz 4. Ne? Aber falls wir jetzt nochmal gewinnen sollten gegen Dead Valley, dann ja, dann müssten wir sie eigentlich überholen von der Ehre her und dann sind wir auf dem Treppchen. Ne? Also ist auf jeden Fall ein sehr knapper Fight und es macht sehr viel Spaß auf dem Server hier diese Fights zu führen und man ja, verbessert sich dahingehend auch gerne selbst und seinen Char halt, um ja, der Gilde halt auch immer was Gutes zu tun, in der Gilde besser zu performen, die nach vorne zu bringen und so und ja, natürlich für einen selbst auch, ne? Das ist ganz klar. Aber ja, hauptsächlich für die Gilde ist es halt auch sehr, sehr nice, sag ich mal so, ne? Genau, so, hier haben wir einen Gürtel für einen Marquardt. Ja, der ist jetzt nicht so gut, da ist ein schwarzer Stein drin, aber who cares, ne? Ist jetzt nicht weiter wild, großartig. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt lange Zeit nicht wirklich große Upgrades gemacht, so was mein Char angeht. Da warte ich halt wirklich noch so auf, ja, auf den Legendary Dungeon. Ne? Das ist das Ding, wo ich mich das nächste Mal wirklich krass equippen werde neu. Meine Steine bin ich schon am Stacken hier. Und ja, Festung ist so ein Ding, das werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage nochmal hoch, ja, boxen so ein bisschen. Genau, mir fehlen nicht mehr viele Steine. Dann habe ich das, ja, dann hätte ich die Ressourcen auch direkt für Stufe 19 so, das ist natürlich auch sehr nice, ne? Und dann geht das hier auch langsam wirklich voran, das ist ganz cool. Oh, hier haben wir auch einen Glücksfall am Start, der gibt gut Ressourcen, ja, hatte eben gerade nochmal mit dem Ramster hier nochmal ein paar Kämpfe getradet, das ist auch sehr, sehr cool, ne? Das bringt einen natürlich auch immer gut voran, sag ich mal so, und ja, sieht alles auf jeden Fall sehr, sehr solid aus. Das Dämonenportal mache ich jetzt dieses Video nicht. Ja, da haben wir aus den letzten vergangenen Parts gelernt. Das hebe ich mir lieber für ja, Ende des Tages auf, wenn ich hier meine Alu durchgeklickt habe, soweit. Was wir aber machen können, ist hier beim Würfelspieler ein bisschen drauf hoffen, dass wir ja, ein paar Ressourcen kriegen für die Festung. Ja, dass wir da möglichst schnell vorankommen. Seelen, wenn da 2 Stück liegen, nehme ich die natürlich bevorzugterweise mit, weil die brauchen wir auch. Kristalle brauche ich nicht, Gold brauche ich auf dem Level auch noch nicht. Nehmen wir mal das Holz mit. Gut, brauchen wir auch nicht. Seelen, sehr gut. Hauptsächlich brauche ich eigentlich Steine. So. Steine ist so das Ding, was ich wirklich am meisten benötige. Ja, also das wäre cool, wenn das noch irgendwie kommen würde. Ja, das ist wieder so dieses umgekehrte Glück. So, auf dem Account bekomme ich hier hauptsächlich Gold und Kristalle, die ich auf dem Level noch nicht benötige. Und auf meinem Main, wo ich das brauche, wo das richtig gut reinscheppert, das Gold, ne, da ja, bekomme ich halt einfach die Ressourcen, die ich hier auf W50 brauche. So, man kennt's. Es ist immer das Gleiche. Es wird sich, glaube ich, auch nie ändern. So, ja, 210k Gold, 3 Steine bringt uns das Ganze hier schon. Das ist schon bisschen Watt auf jeden Fall und auf jeden Fall ein bisschen mehr als zuvor mit Festungsstufe 16 noch und wenn das nachher auf 18 dann nachher so langsam hoch ist, dann ja, dann lohnt sich der Würfelspieler und das Glücksrad auf jeden Fall auch jeden Tag, ne? Und ja, deswegen da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird und freue mich auch schon drauf, dass es dann so langsam dann nachher auch vorangeht, so, ne? Ja, ressourcentechnisch. So, wir versuchen hier mal unsere Kämpfe durchzuspammen, bevor ich hier die Alu mache. Weil wenn ich die Alu gemacht habe, dann bin ich immer ehrentechnisch ein bisschen weiter oben und dann sind die Gegner natürlich auch ein bisschen schwieriger. Deswegen mache ich zuerst immer die Arena-Kämpfe, bevor ich alles andere mache. Genau, ja.
Wir kriegen eigentlich relativ oft aufs Maul hier, muss ich sagen, in der Arena, ne? Aber das sollte sich wirklich nachher bald legen, wenn ich den Legendary Dungeon gegrindet habe. Das machen andere natürlich auf dem Server auch, klar, ganz klar. Aber da lasse ich mich natürlich nicht weiter von unterbringen. So, ich ziehe hier mein Ding weiter durch und ja, versuche mit meinem kleinen Teil hier auch hauptsächlich, mir geht es halt wirklich hauptsächlich um die Gilde hier auf dem Server, der Gilde ein bisschen was mit beizutragen. So, ne, dass man sich da auch verbessert dann halt. Und ja, die eigene, ja, ich sag mal, die Heldenrangliste, die ist mir auf dem Server tatsächlich nicht so wichtig wie die Gildenrangliste, muss ich sagen. Ne? Weil das halt, die Holzfällerhütte, das halt da, ja, vor allen Dingen von den Offizieren und von Paul steckt da halt auch und von Julian ganz, ganz viel, steckt da auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit hier in der Holzfällerhütte drin, in der Gilde, in der ganzen Organisation und sowas. Da müssen echt mal die Props rausgehen. Ne? Das ist schon sehr, sehr cool geleitet und coole Haufen, vor allen Dingen, weil halt auch, ja, hier nur Leute so drin sind aus der Community. Das ist halt auch ziemlich, ziemlich nice an der ganzen Sache und macht nach wie vor immer noch sehr viel Spaß. Ne? Ja, gut, das war's soweit von dem Video heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.